Hallo und herzlich willkommen zum 31. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Sal. Und heute stellen wir euch die Canon TP9 vor. Um genau zu sein, geht es um die TP9 Combat Executive im Kaliber 9 mm von Canon, die in Zusammenarbeit mit Silent Arms International aus den USA entstanden ist. Das Modell gibt es einfach entweder in dieser Ausführung, wie wir es haben, mit komplett schwarz mit goldigem Lauf. Dann gibt es sie noch einfach schwarz mit schwarzem Lauf. Und dann noch ein Modell mit einem sandfarbigen Griffstück. Aber die TP9-Serie im Allgemeinen ist so das Flaggschiff von Canon. Das Modell gibt es dann in verschiedenen Farben und in verschiedenen Grössen, ist aber eigentlich immer im Kaliber 9 mm. Canon ist eine türkische Firma, die ursprünglich im Luftwaffensegment war, aber seit 2011 sind sie auch in den Feuerwaffenmarkt eingestiegen. Sie sind eigentlich bekannt dafür, dass sie Pistolen und Waffen allgemein machen mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie bereits schon erwähnt, ist die Pistole durch eine Zusammenarbeit entstanden. Die Normalversion der TP9 hat es eigentlich schon ein Weile auf dem Markt gegeben, seit dem 2012 auch in den USA. Dort hat sie halt, sagen wir es, nur ein bisschen bedingt Erfolg gehabt, weil halt, ja, Amis halt nicht amerikanische Waffen herstellen, nicht so gerne haben. Im 2019 hat sich aber eben Zusammenarbeit durch Canon mit Silent Arms zustande gekommen. Silent Arms, der dazu mal eigentlich so der Waffentuner-Hersteller aus Nevada war, wo halt einfach wirklich, ja, sagen wir es, nicht nur sogenannte Gucci-Waffen gemacht haben, die gut ausgesehen haben, aber auch performancemäßig sind sie eigentlich auch immer sehr überzeugend gewesen. Es war das erste Mal, wo eine amerikanische Firma mit einer türkischen Waffenfirma überhaupt zusammengeschafft hat. Und ja, so ist dann schlussendlich die Pistole dann entstanden. Die Pistole wird in einem Kunststoffkoffer geliefert, an dem man bereits Vorhängeschlösser montieren kann, wenn man möchte. Im Lieferumfang dabei haben wir einerseits die Pistole selber, wo bereits im mitgelieferten Pistolenhalfter verstaut ist. Den Halfter, den kann man konfigurieren, dass man ihn entweder auf der rechten oder der linken Seite tragen kann. Dann an der Pistole schon bereits dran haben wir einerseits den Gewindschutz, dann Magazin mit einem verlängerten Magazinboden, sprich ein 18-Schuss-Magazin, und der Magwell, der ist auch schon vorinstalliert. Des Weiteren haben wir noch eine Montageplatte für Mikroretots. Die Platte verfügt dann auf der Seite noch zusätzliche Gewindgänge, wo man einen Ladehebel montieren kann. Für das Griffstück einen zusätzlichen Rücken für die individuelle Anpassung der Pistole.
Chamber Flag haben wir dabei. Ein zweites Magazin ohne verlängerten Magazinboden, sprich das 15-Schuss-Magazin. Eine Ladehilfe. Dann haben wir da noch so ein kleines Büchschen. Und in diesem Büchschen hat es einerseits zusätzliche Fibereinlagen für die Kornvisierung. Dann haben wir noch einfach Werkzeuge, den Ladehebel für den Magazinauslasknopf, 2 verschiedene Knöpfe in verschiedenen Längen, wieder für die Individualisierung und diverse Montageschrauben. Zudem noch ein kleines, kompaktes Waffenschloss zusammen mit 2 Schlüsseln und einer Bedienungsanleitung, wie das funktionieren tut. Dann haben wir noch diverse Dokumentationen dabei. Einerseits eine Bedienungsanleitung auf Englisch mit ganz viel Text, aber auch mit Bildern, damit man es gut versteht. Eine Registrationskarte. So eine Schnellkarte, wie man den Schlitten demontieren tut, auf der anderen Seite, wie man ihn wieder montieren tut und wie man was man muss beachten, wenn man den Magwell möchte montieren oder wieder wegnehmen. Eine zusätzliche Infokarte, wo es darum geht, wenn man einen Schalldämpfer montieren möchte, was man für Munition verwenden und halt einfach, ja, dass man gleich einen Gehörschutz und Brille anlegen, wenn man Schalldämpfer schiessen will. Dann haben wir noch Gürtelhalterung in Pedalform für den mitgelieferten Halfter. Eine Bürste zum Reinigen vom Lauf. Eine Öse zum Durchziehen der Baumwollpatches. Und das kleine Tool da ist dafür da, um den Gewindschutz am Lauf zu demontieren oder wieder zu montieren. Und das ist der Lieferumfang von dieser Pistole. Es ist eine Striker-Fire-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Der Lauf ist ca. 12 cm lang und der hat vorne dran ein Gewind zum Schalldämpfer zu montieren im Maß 1,5 x 28. Die ganze Pistole wiegt ca. 730 Gramm. Der Lauf und der Schlitten sind PVD beschichtet. Hier oben hat es einen Loading Indicator, um zu sehen, ob eine Patrone im Lager ist. Und hinten dran hat es noch einen Indicator, um zu schauen, ob das ganze System geladen ist. Dann hat es hinten und vorne noch Serrations, um besser oder einfacher zu bedienen. Der untere Teil ist aus verstärktem Polymer hergestellt. Beim Magazinschacht ist ein sogenannter Magwell aus Aluminium von Silent Arms schon vorinstalliert, was das Einführen vom Magazin vereinfachen sollte. Der Griffbereich ist texturiert, damit halt, ja, die Waffe nicht rutschig ist. Der Rücken vom Griff, der ist auswechselbar, da sind 2 verschiedene Grössen im Lieferumfang dabei. Der Magazinauslasknopf ist auf der linken Seite, kann aber rausgenommen werden und umkonfiguriert, dass man ihn von der rechten Seite bedienen kann. Der Schlittenfanghebel ist auf der linken und auf der rechten Seite vorhanden. Zudem verfügt die Pistole im Vorderbereich über eine Picatinny-Schiene, wo man ein taktisches Licht oder einen Laser montieren kann.
Die Magazine die werden nicht von Koenig selber produziert. Die kommen aus der Firma Meggar aus Italien, wo der bekannteste OEM-Hersteller von Magazinen für Faustfeuerwaffen ist. Das eine Magazin ist aus Stahlblech mit einem Polymerboden, wo 15 Schuss fassen tut. Das zweite Magazin ist aus Stahlblech, verfügt aber über eine Magazinverlängerung aus Aluminium und das Magazin fasst 18 Schuss. Der Abzug ist von der SAI designt worden. Der Abzugsweg ist relativ kurz. Der Druckpunkt ist extrem gut erkennbar. Dort ist auch das Klicken wirklich sehr gut hörbar. Der Reset-Weg ist auch extrem kurz, muss ich sagen. Der ist wirklich krass, wie kurz das der eigentlich ist. Und das Abzugsgewicht ist ca. 2 Kilo. Die Visierung ist aus Stahl und ist von Silent Arms designt worden. Beide sind horizontal verschiebbar. Zudem verfügt das Korn vorne dran über eine rote Fibereinlage, was das Zielen vereinfachen sollte. Im Lieferumfang ist sonst auch noch eine grüne Einlage dabei, falls einmal die besser passt. Die Kimme verfügt über keinerlei Markierungen, aber hat noch die Besonderheit, dass sie vorne dran eine gerade Fläche hat. Die dient dazu, dass man den Schlitten auch einhändig manipulieren kann. Zudem ist noch speziell an dieser Pistole, dass im Vorderbereich, wo die Kimme montiert ist, dass das eine einzelne Platte ist, die man auch wegnehmen kann. Und schlussendlich durch so eine separate Platte kann ersetzen, wo man ein Mikroretto montieren kann. Es ist eine Platte im Lieferumfang dabei, die passt unter anderem zu den meisten Punktvisier, wo der sogenannte Doktor-Fußabdruck benutzen. Und bei dieser Platte noch zusätzlich speziell, dass sie auf der rechten und auf der linken Seite noch ein Gewinde drin hat, wo man dann eigentlich so einen Ladehebel kann rein tun, damit man dann den Schlitten dann auch noch manipulieren kann, obwohl das Visier dann montiert ist. Vom Rückstoß her, gefühlsmäßig ist es eigentlich typisch wie ein 9 mm, nicht übertrieben, aber auch nicht extrem schwach. Gemessen haben wir es ja aber eigentlich als recht stark, beziehungsweise der Rückstoßwinkel ist der von den Waffen, die wir messen können, ist der am meisten gewesen. Was aber im Schussbild eigentlich sich nicht abzeichnet hat, weil es eben hervorragend war.
mein Fazit zu dieser Pistole ist überwiegend positiv. Das kann vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass ich halt Silent Arms Fanboy bin und ja, das ist so ziemlich das einzige Modell, wo A überhaupt in Europa eine Chance hast, um es zu bekommen und B, wo auch zahlen kannst. Aber im Allgemeinen gesprochen finde ich halt einfach auch, was der Canik oder Catnip, wie wir es so schön nennen, Punkte tun, ist halt einfach der komplette Lieferumfang, den du dabei hast, zu einem unschlagbaren Preis. Die Performance war ja auch gut gewesen. Also ich finde mir liegt sie gut in der Hand, ich finde sie angenehm. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefallen hat, ist einfach der Auslösepunkt. Ja, ist jetzt ein bisschen, das Mod auf höherem Niveau. Ich hätte dort einfach ein bisschen mehr erwartet, kann man sagen. Ich finde einfach, es passt mir nicht so ganz. Dafür wiederum, der Reset, den finde ich halt einfach auch, das ist phänomenal. Darum ja, ich kann die Pistolen eigentlich nur empfehlen, vor allem halt allgemein, sagst, wenn du die Möglichkeit möchtest, viel dabei, Punktvisier kannst du sogar anmachen und das Budget nicht so groß ist, bist du sicher an der richtigen Stelle. Also mein Fazit ist eigentlich relativ ähnlich zum Salvo. Was ich jetzt halt nicht sagen kann, ist da mit dem Abzug, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber ja, dort hat jeder ein bisschen eigenes Empfinden. Was halt wirklich muss sagen ist, Preis-Leistung unschlagbar. Das ist allgemein ein bisschen bei den Canics. Da kommst ein voll ausgestattetes Gesamtpaket für einen fairen Preis über. Und darum eben kann ich sie wirklich auch nur weiterempfehlen. Optisch natürlich auch mega cool. Eben. Das Visier ist cool und die Präzision ist wirklich auch eben für den Preis. Kannst du wirklich nicht sagen. Also das Gesamtpaket ist top. In dem Fall, das wäre es auch schon wieder von uns. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Da auch noch ein Dankeschön am SZO, der uns ermöglicht hat, unsere Schussaufnahmen dort aufzunehmen. Wie immer, Detailbilder findet ihr auf unserem Insta- und Facebook-Account. Ja, in dem Fall, vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.